Nehmen Sie ein Glas Wasser. Betrachten Sie es. Sie halten eine der physikalisch bizarrsten Substanzen im bekannten Universum in Händen und trinken sie jeden Morgen, ohne groß darüber nachzudenken. Ein Molekül. So klein, dass es nur 18 atomare Masse entfällt. Leichter als Methane. Leichter als Ammoniak. Leichter als Kohlendioxid. Und doch ist es in Ihrem Glas bei Zimmertemperatur flüssig. Steigt entgegen der Schwerkraft im Inneren von Pflanzen empor. Speichert Wärme besser als fast jede andere Substanz auf der Erde und gefriert zu einem Feststoff, der auf sich selbst schwimmt. Jedes einzelne dieser Verhaltensweisen widerspricht den gängigen Gesetzen der Chemie und Physik. Und zu verstehen, warum sie widersprüchlich sind. Und warum die Natur sich dennoch entschieden hat, die Gesetze zu ignorieren, ist eines der faszinierendsten Probleme der gesamten Wissenschaft. Beginnen wir mit dem Siedepunkt, denn hier zeigt sich als erstes, dass Wasser nicht den üblichen Regeln folgt. Die Chemie kennt ein Muster. Betrachtet man die Elemente der 16 Gruppen im Periodensystem: Sauerstoff, Schwefel, Selen, Tellur. Untersucht ihre Wasserstoffverbindungen. So steigen die Siedepunkte mit Zunehmendmolekülmasse steigante Tellur-Wasserstoff CD 4 degrees Celsius, Selenwasserstoff bei 42 degrees Celsius und Schwefelwasserstoff bei 62 degrees Celsius. Setzt man diesen Trend auf das leichteste Element der Gruppe forteinspur. Wasser hekano, so ergibt die Extrapolation, dass Wasser bei etwa 80 degrees Celsius sieden müsste, nach den Regeln, die für alle entaderen Moleküle dieser Gruppe gelten. Müsste der Ozean gasförmig sein, die Atmosphäre voller Wastet, dampfig. Leben, wie wir es kennen, wäre unmöglich. Stattdessen siedet Wasser bei 100 degrees Celsius, fast 200 Grad über dem, was alle physikalischen Gesetze erwarten lassen. Irgendwas verstoßt gegen die Regeln, und zwar aus eklatante Weise. Die wegbrechende Bindung ist eine, die eigentlich nicht so stark sein sollte. Das Sauerstoffatom im Wassermolekül ist stark elektronegativ. Es jet die gemeinsamen Elektronen seiner beiden kovalenten Binden dramatisch zu sich heran. Wodurch jedes Wasserstoffatom ini partiell positiv und das Sauerstoffatom ihm partiell negative Ladung erhält. Des Molekül bildet Pol aus. Und diese Pol bewirken etwas Bemerkenswertes. Ein Wasserstoffatom eines Wassermoleküls wird mit einer Kraft in das Sauerstoffatom eines benachbarten Wassermoleküls angezogen, die weit stärker ist als bundliche Moleküle dieser Größe und diese Gewicht setzen können. Dies ist die Wasserstoffbrückenbindung. Keine kovalente Bindung. Sie ist etwas 20-mal schwacher als die Bindung, die das Wassermolekül im Inneren zusammenhält. Doch verglichen mit den Kräften, die meisten kleinen Moleküle in flüssiger Form zusammenhalten, ist sie enorm. Und hier die Gedanken an der Geometrie. Jedes Wassermolekül kann gleichzeitig wir diese Bindungen ausbilden. Zwei durch 10 Wasserstoffatome in zwei durch 10 freien Elektronenpaare am Sauerstoffatom. Sie sind in einer tetraedrischen Struktur angeordnet, die Moleküle in einem ständig verändernden, dynamischen, aber erstaunlich stablen Netzwerk verbindet. Forscher der Universität Stockholm und von Chemistry World haben mindestens 66 Eigenschaften von Wasser katalogisiert, die es grundlegend von anderen Flüssigkeiten unterscheiden, und fast alle lassen sich auf diese als eine strukturelle Tatsache zurückführen. Die Folgen sind weitergehend. Wasser hat einen Siedepunkt, der fast 200 degrees Celsius höher liegt als Aufgrundheder. Leichelstruktur zu erwarten weiter. Wasser besitzt die höchste Oberflächenspannung aller gängigen Flüssigkeiten außer Quecksilber. Es ist mehr Warmenergie nötig, die Temperatur von einem Gramm Wasser 1 Grad zu erhöhen,
als bei fast jeder anderen Flüssigkeit auf der Erde. Dies letzte Eigenschaft, die absurd hohe Wärmekapazität, ist der Grund, warum die Ozeane die Temperatur des gesamten Planeten regulieren. Wasser kann enorm Wärmemengen aufnehmen oder seine eigene Temperatur zu verändern. Das bedeutet, dass Küstenstädte im Winter nicht zu frieren und die Tiefsee im Sommer nicht kocht. Das Netzwerk der Wasserstoffbrückenbindungen wirkt als thermischer Puffer in gesamte Biosphäre. Nun folgt die Anomalie, die Physiker wirklich beunruhigt, denn sie widerspricht einer Regel, die fast alle und Stoffe unbestreitbar befolgen. Kühlt man die meisten Flüssigkeiten ab, werden sie dichter. Die Moleküle verlangsamen sich, rücken näher zusammen, und der entstehende Feststoff sinkt. Auch Wasser verhält sich so bis es 4 degrees Celsius erreicht. Unterhalb von 4 degrees Celsius geschieht etwas Außergewöhnliches. Sinkt die Temperatur weiter, dehnt das Wasser aus das sich zusammenzuziehen. Wasser hat bei 4 degrees Celsius seine größte Dichte, und es schwimmt, weil Wasserstoffbrückenbindungen die Wassermoleküle in einem Gitter anordnen, das ein größeres Volumen als die Flüssigkeit intim. Dadurch ist festes Wasser schwimmfähig. Eis schwimmt auf Wasser. Der Feststoff ist weniger dicht als die Flüssigkeit, als der entstanden ist. Dies ist in der Natur nahezu beispiellos, und die Konsequenz ist nicht zu unterschätzen. Sie ist der Grund dafür, dass sie von oben nach unten und von unten nicht von unten nach oben zu frieren. Das bedeutet, dass Wasserlebewesen den Winter unter einer isolierenden Eisdecke überleben, anstatt zu einem Eisblock zu erstarren. Die strukturelle Geometrie des Wasserstoffbrückennetzwerks, das die Moleküle im Eis zu einem weiterlaufigen hexagonalen Gitter anordnet, ist direkt verantwortlich für das Überleben aller Süßwasserorganismen auf der Erde. Wasser besitzt über 60 Eigenschaften, die es von anderen Flüssigkeiten unterscheiden. Jüngste Forschungen an der Universität Stockholm mit ultraschnellen Laserpulsen haben die Beweise überzeugendsten Beweise dafür geliefert, dass flüssiges Wasser nahe seinem Tiefrierpunkt in 2 unterschiedlichen flüssigen Phasen vorliegen könnte. Einer hochdichten Form mit welterten wasserstoffreichen Bindungen und einer niederdichten Form mit einer offeneren Tetraederstruktur. Dies Phasen wechseln sich ständig in Bereichen von etwa bis 100 Molekülen groß ab. Das Zusammenspiel dieser beiden Strukturen ist die Ursache für das hier das dichte Maximum bei 4 degrees Celsius. Die anomale Kompressibilität und viele der ungewöhnlichen thermischen Eigenschaften, die Physikalchemiker seit über einem Jahrhundert beschäftigen. Wasser ist also nicht eine einzige Flüssigkeit mit ungewöhnlichen Eigenschaften. Vielmehr könnte es auf mikroskopischer Ebene aus 2 Flüssigkeiten bestehen, die in jedem Glas und jedem Ozean der Erde ein komplexes Verhältnis zueinander pH-en. Ihr ist, was die Wissenschaft von ihnen verlangt, das Wasserstoffbrückennetzwerk, die Siedepunkte-Anomalie, die tetraedrische Geometrie von Eis, das dichte Maximum bei 4 degrees Celsius. All dies sind gemessen, bestätigt und reproduzierbare Wunde. Die physikalischen Ursachen dafür sind auf molekularer Ebene verstanden. Das 2 Flüssigkeiten Modell von unterkühltem Wasser ist der neueste Forschungsschwerpunkt. Es stimmt mit bestehenden Experimenten. Ifberin und wird durch die aktuellsten Lastenstudien aus. Stockholm Gesetze ist aber noch nicht endgültig geklärt. Der Mechanismus ist unstrittig. Die genaue Struktur der Wechselwirkung der beiden strukturellen Umgebungen, insbesondere im tiefen Unterkühlungsbereich, unterhalb von 45 degrees Celsius, wird jedoch noch erforscht. Was sie in diesem Glas halten, ist nicht einfach. Es sieht ein Molekül, das die Natur durch Geometrie, Elektronegativität und quantenmechanische Elektronenverteilung so geformt hat, dass es fast alle Regeln bricht, die Ausverhalten von Flüssigkeiten dieser Größe bestimmen. Es speichert die Wärme, die das Klima lebenswert macht. Es schwimmt,
wann es gefriert und rette so die Fische. Is klettert entgegen der Schwerkraft der Pflanzen und nährt zu den Wald. Und all das geschieht, weil zwei Wasserstoffatome, bei 104.005 Graden 9 Sauerstoffatom gebunden sind, so völlig genau die richtige Ladungsverteilung bilden, wir gleichzeitige Bindungen mit ihren Nachbarn einzugehen. Die Gesetze der Chemie besagen, dass ein so leichtes Molekül bei Raumtemperatur gasförmig sein sollte. Wasser betrachtete diese Gesetze und beschloss ganz stillschweigend, sich nicht darin zu halten.